Hallo und herzlich willkommen zur digitalen Fanclub Weihnachtsveranstaltung live hier aus dem Medienzentrum im Stadion. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid und wir freuen uns auch, dass sich wieder über 450 Fanclubs für heute Abend angemeldet haben. Wir, das gilt für Aki Watzke, für Thomas Dress, für Reinhard Raubal, alle, die wir beim BVB Verantwortung tragen dürfen. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, euch wirklich Danke zu sagen für die Unterstützung in den vergangenen 12 Monaten. Und das, obwohl es für euch alle bestimmt kein leichtes Jahr gewesen ist. Wir alle wissen, dass der Fußball in solchen Situationen, in denen wir uns alle gerade befinden, mehr eine Randerscheinung ist. Aber ihr habt uns immer in dieser schwierigen Phase das Gefühl gegeben, dass wir eben als BVB mehr sind. Wir haben eure Unterstützung gespürt, selbst in Berlin beim Pokalfinale, das wir ja nur vor gut 300, 400 Menschen im Olympiastadion gewinnen durften. Eine kurze Frage, wenn du für eine Saison eine BVB-Legende zurückholen könntest, wer wäre das und warum? Also, außer ich, weil da hast du ja einen. Also wenn ich Zorki so reden höre, dann würde ich Zorki zurückholen. Ja, das stimmt. Ja. Weil der hat, glaube ich, nie einen Fehlpass gespielt. Nein. Hat alle reingemacht. Ja. Und auf der Linie auch ungefähr 4000 Mal geklärt. Diesen Ausschnitt, den werde ich ihm natürlich vorspielen, ist ja ganz klar. Also ja, es gibt schon ein paar klasse Spieler, die hier waren. Ne? Also ich glaube, DD als Persönlichkeit und Spieler natürlich irgendwie hatte Borussia Dortmund immer spezielle Linksverteidiger auch. Schmelle kam dann irgendwann, anderer Spielertyp. Jetzt haben wir mit Rafa dann auch so ein guter, ja. Genau, und Schulle natürlich wieder eher der sehr geradlinig ist und mit viel Tempo. Also ja, also DD ist, glaube ich, einer, wenn der im Stadion auflaufen würde, dann wäre es bei 80.000 nochmal lauter als lauter, so wie ich sein Verhältnis zu den Fans hier mitbekommen habe. Das ist so, oder Marco? Das weißt du auch. Ja, das stimmt, ja. Wie blickt ihr als Team auf die kommenden Aufgaben in der Europa League? Es ist ja ausgelost worden. Glasgow ist es geworden. Was sagt ihr beide zu dem Gegner? Ich glaube, ein sehr, sehr interessantes Los. Ich glaube, dort auch in Glasgow herrscht auch eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Also dürfen wir da auch nicht überrascht sein, weil wir es von hier auch kennen. Und nichtsdestotrotz ist es unsere Aufgabe und unser Ziel, beide Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, im Februar, glaube ich, ist das, ne? Kann das sein? Ja. Aber bis dahin haben wir auch noch genügend andere Spiele, auf die wir uns erstmal fokussieren sollten und auch werden. Und dann, wenn es dann soweit ist, werden wir uns dann auch auf Glasgow vorbereiten. Aber es wird interessant. Aber ich denke, wenn wir unsere Leistung bringen in beiden Spielen über 100%, dann werden wir auch beide Spiele gewinnen. Ja, wichtig wird, glaube ich, einfach, dass wir uns auf den Wettbewerb einlassen. Wir fangen da jetzt mehr oder weniger in der Zwischenrunde an gegen einen coolen Verein, einen Traditionsverein. In Schottland durfte vor 2-3 Jahren im Celtic Park mit Salzburg spielen. Außergewöhnliches Erlebnis, tolle Fans, tolle Kulisse und dann natürlich ja eine Mannschaft, die immer bis zum Letzten geht. Van Bronckhorst ist da, glaube ich, Trainer geworden jetzt. Ja. Bedeutet sicherlich auch mit einer klaren Spielidee und dementsprechend müssen wir vorbereitet sein. Und das Wichtigste ist, dass wir versuchen, wir können dieses Ausscheiden nicht mehr gut machen, wir sind raus, aber zu versuchen, einfach in dem neuen Wettbewerb dort jetzt dann eine neue Geschichte zu schreiben. Die Chance ist da und umso weiter wir kommen, umso mehr wird es auch Spaß machen und dementsprechend ist es wichtig, dass wir das einfach annehmen. Marco, auf was freust du dich im neuen Jahr? Auf vieles hoffentlich, auf viele Spiele, die uns hoffentlich erwarten werden. Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben, gesund werden wieder und dass wir alle gemeinsam hoffentlich im nächsten Jahr, wie der Trainer schon gesagt hat, eine neue Geschichte schreiben können, mit all dem, was dazugehört, was wir brauchen, Energie, Zuversicht, Optimismus und einfach geil sein auf die Spiele zu gewinnen und dann gleichzeitig hoffentlich
im Mai spätestens uns eine gute Ausgangsposition erschaffen zu haben, um etwas mitzunehmen. Und darum geht es jetzt erstmal in den nächsten Wochen und Monaten. Und dafür werden wir alles tun. Wie heißt frohe Weihnachten in eurer Landessprache? Jude, fang an. Merry Christmas. Jetzt wird's interessant. Erling? God jul. Bitte? God jul. God jul. God jul, exactly. Und in der Schweiz wahrscheinlich wie bei uns, ne? In Fasten, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten? Alter? Mein Gott. What's wrong with your neck? That's because the finger can't move. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Seid ihr Auf bereit? geht's. Geschenke, immer gut. Gelbe Wand, Südeifel. Die gelbe Wand das war Südeifel, nice. das war Perfect German. Ja. Erling. Danke. Sounds great. Ich danke dir. Rupert Borson und Bonner Elite 94. 5 von denen hier. So, jetzt gibt es 1, 2, Unterschrieben. 3, 4, 5 mega, Trikots. Hammer. Mit den Unterschriften aller Spieler. And the winner is And the winner is Jude. Troy Borussen 1987. Greg. Treue Borussen Ja, Treue Borussen. 1980. 1980. Perfekt, Jude. Dankeschön. Schwarz-gelbe Freunde, Grevenstein 09. Das, wie du das raushaust, Erling, das ist der Hammer. Ja, mal That's die great. Amidos. Ja, auf einmal bist du deutscher Meister. Mit Kloppo stehst da, das habt ihr gemeinsam erlebt. Wenn man jetzt mal überlegt, 6 Jahre vorher stand man am Abgrund und danach wird man deutscher Meister. Hat man das irgendwie auch mal sich durch den Kopf gehen lassen, diese ganze Zeitspanne? Ich glaube, man hat es natürlich den Verantwortlichen angemerkt, den Spielern, aber auch den Fans an sich, weil die Erleichterung und eigentlich die Dankbarkeit und das Funkeln in den Augen, das hat man schon speziell auch am Borsigplatz gesehen, wie sehr sich wirklich die Leute gefreut haben, als wir die Schale dann nach Hause gebracht haben. Wieso ist das Team deutscher Meister geworden? Ja, weil die Jungs haben mitgespielt. Wir waren eine ganze Zeit lang zusammen. Wir haben es geschafft, damals eine Mannschaft mal eine längere Zeit zusammenzuhalten. Das waren alles junge, talentierte Spieler, die wir hatten. Shinji Kagawa war mit dabei, wo wir damals mit 300.000 € aus Japan geholt. Das natürlich auch dann hervorragend gescoutet, was wir die letzten Jahre sowieso auch immer machen. Und dann passte das hinter der Mannschaft, dass wir da eine Einheit zusammengekriegt haben. Die Jungs hatten alle ein ähnliches Alter. Ihr habt viel auch privat zusammen gemacht, habt viel. Das ist auch immer sehr sinnvoll, wenn du eine Mannschaft hast, die sich auch privat gut versteht und dann auch die Freizeit miteinander verbringt, dann kann man sich auch schon mal ein härteres Wurst zukommen lassen und ist dann auch nicht gleich sauer, wenn man mal auf dem Platz mal rumpelt. Ne? Und dann rauft man sich zusammen und das war halt auch eine der Stärken der Mannschaft, dass die sich da auch sehr, sehr gut verstanden haben. Jetzt gibt es mal einen kurzen Beitrag. Wir haben ja wirklich tolle Fanclubs. Ihr habt es ja auch schon mitbekommen. Ein Fanclub heißt Totale Offensive. Und die haben wieder etwas ganz Besonderes am letzten Spieltag vollbracht. Sie haben 800 Nikoläuse all den Menschen gegeben, die hier mehr oder weniger ehrenamtlich arbeiten, ob es die Volunteers sind, ob es die Ordner sind oder die Mädels und Jungs hinter den Countern. Auch die haben es verdient, dass gesehen wird, vor allen Dingen, dass sie hier arbeiten und wir froh sind, dass sie da sind. This Christmas will be the best Christmas. It's always the very best time of the year. With hearts open and love that is spoken with every word and good tidings of cheer. Das Feedback der Ordnerinnen und Ordner, der Polizei, der anderen Mitarbeiter rund ums Stadion ist wahrscheinlich immer sehr positiv. Bekommt ihr auch positives Feedback irgendwie von anderen Fanclubs aus der Fangemeinschaft? Also wenn wir die Nikoläuse rumgeben, wenn wir genug haben, reichen sie auch bis zum Fahnenschwenker-Team, die wir damit erfreuen. Und genau, andere nehmen es auch dankbar wahr, dass der Dank mal ausgesprochen wird. Andere sagen, warum komme ich selber auf die Idee?
ein bisschen traurig sind manchmal die Kinder, die draußen rumlaufen vor dem Stadion noch und dann keine abkriegen, weil wir sagen, die sind heute nicht für die Kinder, sondern mal ausdrücklich für die Leute, die im Stadion arbeiten, eben bis zu den Fanbetreuern. Gregor Kobel ist unser neuer Keeper, steht jetzt zwischen den Pfosten. Welchen Eindruck habt ihr von Gregor? Also ich finde, dass er bislang eine ganz tolle Saison spielt. Wir wissen jetzt alle, dass es jetzt gegen Bochum war einmal nicht ganz so glücklich, kam halt einfach die besagte Hundertstel Sekunde zu spät. Das passiert. Aber mir auch schon so. Ich glaube, du verstehst das am besten oder noch besser sogar. Aber ich glaube, dass er der starke Rückhalt ist in dieser Saison. Der hat unheimlich viele wichtige Bälle gehalten, gerade so in der Anfangsphase dann von einem Spiel, wo dann eben auch die Mannschaft eben den Rückhalt auch benötigt. Wir haben ja auch viele Phasen gehabt in unseren Spielen, wo unsere Jungs dem Torwart es auch nicht einfach gemacht haben. Aber trotzdem bleibt er dann auch in den Phasen ruhig und macht sein Spiel weiter. Und das ist entscheidend, dass er da eine große Nervenstärke hat. Und das ist schon wirklich sehr gut und sehr schön anzusehen. Ich persönlich bin erstmal vor allen Dingen, das gehört glaube ich auch zu Weihnachten, sehr dankbar für alles, was ich mit Borussia Dortmund, den Jungs, grundsätzlich bis hierhin erleben durfte und freue mich auf das, was noch kommt. Ich wünsche allen Fans, allen Mitarbeitern, alle, die es mit Borussia Dortmund halten, für die Weihnachtszeit vor allen Dingen eine ruhige, besinnliche Zeit. Ich glaube, in nicht ganz einfachen Zeiten insgesamt, auch was die Gesellschaft betrifft, Corona, ist es wichtig, dass wir zusammenstehen, dass wir auch mal runterfahren und ich freue mich auf die Zeit, wo wir wieder Fußballfeste zusammen feiern können, weil das am Ende Fußball, nochmal haben wir vor uns schon gesagt, ausmacht. Da gibt's nicht nur eine Mannschaft, sondern da gehört der Verein grundsätzlich, die Mitarbeiter, die Fans dazu. Und wenn das wieder so alles so eine richtige Symbiose ergeben kann, dann glaube ich, ist Borussia Dortmund ein Verein, der große Ziele angreifen sollte. Und das muss natürlich unser Ziel sein. Aber zurück zum Wichtigsten. Frohe Weihnachten, paar ruhige Tage und alles Gute.